Ich bin Verkehrsingenieur bei der U-Bahn in Berlin. Ich habe 1987 bei der BVG in Westberlin angefangen, in einer allgemeinen Verkehrsplanungsabteilung. Das war damals eine ganz kleine Abteilung. Ich glaube, ich war der 11. Mitarbeiter. Und diese Abteilung wurde dann im Jahr 90 bis 92 vereinigt mit der ähnlichen oder analogen Abteilung der Ostberliner Verkehrsbetriebe, die damals BVB eigentlich richtig bezeichnet waren, während die Berliner Verkehrsbetriebe in Westberlin ja die alte Abkürzung BVG beibehalten hatten. Und das ist ja nach der Wende dann auch so gewesen. Es heißt heute noch BVG, aber wenn man es ausschreibt, heißt es Berliner Verkehrsbetriebe. Und habe dann diese Zeit in dieser Abteilung erlebt. Ich bin in den ersten Jahren allgemeine Planung, zum Teil auch Busgeschichten gewesen, aber ab 89 hatte Westberlin ja vor, die S-Bahn wieder aufzubauen. Und ich bin im Grunde eigentlich seit 88, 89 schwerpunktmäßig Bahnplanung gewesen. In dieser kleinen Zentralabteilung oder Direktionsabteilung nannte sich das, übergreifend für die BVG, die ja bis 1994 auch die S-Bahn in Westberlin betrieben hat und auch geplant und erneuert hat, soweit das in diesen Jahren möglich war. Ich habe dann 1995 aus dieser zentralen Planungsabteilung in den Bereich, der damals neu sortiert wurde, in den Bereich U-Bahn gewechselt und bin dort in einem Sachgebiet, was heute noch so heißt, also das ist jetzt 25 Jahre her, das Sachgebiet heißt Betriebs- und Verkehrstechnik. Und das ist genau eigentlich mein Ding gewesen. Und da wirke ich seit 1995, war einige Jahre dann auch Sachgebietsleiter und stellvertretender Abteilungsleiter. Und seit 2000 bin ich einer der stellvertretenden Betriebsleiter für die U-Bahn. War lange Zeit, weil ich in der Abteilung des wirklichen Betriebsleiters, also des Ingenieurs, der die Verantwortung für das Zusammenwirken der verschiedenen technischen Systeme für die U-Bahn hat, die Verantwortung auch für die Vorschriften, und war dann lange Jahre eigentlich immer der erste Stellvertreter, weil ich in der Abteilung auch Vertreter war, und dann war das einfach sehr praktisch. Das hat sich aber in den letzten Jahren deutlich reduziert. Ich bin nicht mehr Sachgebietsleiter, nicht mehr stellvertretender Abteilungsleiter, bin aber wohl noch stellvertretender Betriebsleiter, allerdings nicht mehr, wenn man so sagen würde, nicht mehr der Erste, sondern seit, weiß ich, 8 Jahren habe ich als einziger Stellvertreter des Betriebsleiters mich um dieses Neubauprojekt U5 von Alexanderplatz nach Hauptbahnhof gekümmert. Und das war jetzt ein großes Stück Arbeit, und seit einer Woche ist es, nein, noch nicht mal, sind seit 6 Tagen heute, ist diese Strecke in Betrieb gegangen, und es hat bisher, denke ich, sehr, sehr gut geklappt. Wir haben auch den Termin zumindest in den letzten 5, 6 Jahren nicht mehr verlängern müssen. Und kostenmäßig, sagen die Leute, sind wir seitdem auch einigermaßen im Ding geblieben. So viel. Ich bin jetzt 62 Jahre alt und will noch quasi das letzte Jahr machen, ein Jahr noch, dann gehe ich auch in Rente mit 63. Ich habe mich entschlossen, etwas eher zu gehen, denn jeder Tag ist ein geschenkter Tag. Ich kannte Ostberlin ein bisschen schon, weil ich ich bin in Westberlin seit 1978 gewesen. Ich bin mit dem Studium nach Westberlin gegangen, im Süden aufgewachsen, in Fürth bei Nürnberg, habe dort mein Abi gemacht und bin zum Studium nach Berlin gegangen. Ich kannte Berlin schon relativ gut, Westberlin und auch ein bisschen Ostberlin, weil einer meiner Brüder in Berlin lebte, und auch, also meine Oma und meine Mutter, die sind dann alle in Berlin geboren. Das ist so gesehen, bin ich ein Rückwanderer. Aber wanderte eben nach Westberlin zurück und habe diese Sache aus Westberliner Sicht gut erlebt. Westberlin war ja das eingezäunte Gebiet, wo man aber frei war innerhalb der Mauer, alle möglichen anderen Sachen zu machen. Und die ausgemauert und angeblich frei waren, waren halt nicht frei, weil sie konnten nicht in das eingemauerte Gebiet und auch sonst nicht aus ihrem Land wesentlich weit raus. Ich hatte aber eben Kontakte, dadurch, dass mein Vater aus dem Süden der DDR ausgereist war, schon in den 50er Jahren mit meinen Geschwistern, habe ich immer Ost-West-Beziehungen auch gehabt und habe als
Kind oder Jugendlicher eigentlich immer gehofft und geträumt, dass irgendwann mal diese Teilung zu Ende sein wird. Und habe so gesehen mit meinem Kopf als Jugendlicher auch schon über die Mauer hinweg gedacht und gehofft, dass es irgendwann sich mal tut. Ich weiß noch, ich habe 1987, also 2 Jahre vor der Wende, Diplomarbeit geschrieben als Verkehrsingenieur. Ich bin also, habe Planung und Betrieb im Verkehrswesen studiert. Das war ziemlich genau das, was hier in West-Berlin angeboten wurde, was in Dresden auch als Verkehrsingenieursstudiengang gab. Im Westen war das neu. Das waren eigentlich meistens Bauingenieure oder dann eben Elektrotechniker, die sich auf die Verkehrssachen oder Maschinenbauer, die sich auf Verkehrsgeschichten konzentriert haben. Aber es gab nicht so einen speziellen Studiengang. Und den gab es dann in West-Berlin ab 78. Und zufällig habe ich das entdeckt. Eigentlich habe ich erstmal Bauingenieur gemacht.